Wir haben es schon in unserem großen Top 15 Upgrades fürs Wohnmobil-Video vor ein paar Wochen erzählt. Power Stations sind für uns ein ganz wichtiges Ausstattungselement im Camper. Und mit der EcoFlow Delta 2, die seit September auf dem Markt ist, aber seitdem kaum zu bekommen war, weil sie fast überall ausverkauft war, hat sich das jetzt nochmal verstärkt. Warum? Das erzähle ich euch in diesem Video. Los geht's! Und damit hallo zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Ich bin Dirk von Let's Get Otter hier. Wir sind hier momentan mit unserem Camper auf großer Spanien-Tour und seit knapp 3 Monaten haben wir inzwischen auch die EcoFlow Delta 2 mit dabei. Power Stations von EcoFlow sind nichts Neues für uns. Schon seit einem guten Jahr haben wir die EcoFlow Delta Max unter unserer Dinettensitzbank stehen und kochen damit jeden Tag Kaffee, laden unsere E-Bike-Akkus auf, betreiben unsere Laptops daran und sowas. Das alles kann man mit der Delta 2 hier auch machen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie ein ganzes Stück kleiner und mit 12 Kilo vor allem auch deutlich leichter ist. Da hören die Vorteile aber noch gar nicht auf. Ich werde euch die Delta 2 gleich einmal im Detail mit all ihren technischen Leistungsdaten und Möglichkeiten vorstellen und danach dann von unseren persönlichen Erfahrungen damit berichten. Wenn ihr die Delta 2 also bereits kennt und nur wissen wollt, wie wir das Teil finden und wie wir sie in unser bestehendes Strom-Setup eingebunden haben, dann könnt ihr in der Fortschrittsanzeige unten ein Kapitel weiterspringen. Für alle anderen gibt es jetzt ein Unboxing samt Vorstellung. Als wir die Delta 2 bekommen haben, habe ich fürs Auspacken die Kamera aufgestellt, um zu zeigen, was sich alles im Paket befindet. Die Power Station wird in jedem Fall in einem sehr stabilen Karton geliefert und ist mit dicken Styroporteilen geschützt. Obendrauf liegt der ganze Papierkram eingeschweißt in eine Folie. Den legen wir erstmal zur Seite, genauso wie diesen kleinen Karton, in dem die unterschiedlichen Anschlusskabel drin sind. Das schauen wir uns gleich alles an, aber erstmal wollte ich das Herzstück aus dem Karton holen. Ich war echt überrascht, wie klein und leicht die Delta 2 ist, vor allem im Vergleich zur Delta Max. Sie ist wirklich deutlich handlicher. Das für den Einsatz im Wohnmobil richtig gut. Jetzt ein kurzer Blick aufs beiliegende Zubehör. Zuerst der Papierkram. Allen voran liegt eine ausführliche Bedienungsanleitung, unter anderem auch in deutscher Sprache bei. Darin sind die wichtigsten Sachen übersichtlich erklärt. Es gibt viele Zeichnungen. Das finde ich schon mal gut. Dazu gibt es eine Garantiekarte, ein Anschlussschema für Solarpaneele, wenn da keine MC4-Stecker dran sind, eine Kurzanleitung für die App und ein paar Werbeflyer für zusätzliche EcoFlow-Produkte. Dazu liegen insgesamt 3 Kabel bei, ein Kaltgerätekabel fürs Aufladen einer normalen Schuko-Steckdose. Dafür ist kein separates Ladegerät oder irgendwas nötig. Das ist bereits fest in der Power Station verbaut. Man braucht nur das Kabel. Dann ein 12 Volt Kabel mit Kfz-Stecker zum Aufladen der Power Station an einer 12 Volt Buchse im Camper, also an einem dieser herkömmlichen Zigarettenanzünder. Am anderen Ende des Kabels ist ein sogenannter XT60 Stecker. Das ist der typische EcoFlow-Anschluss, über den die Power Station per Zigarettenanzünder oder auch per Solar aufgeladen werden kann. Auch dafür braucht es kein weiteres Ladegerät oder ähnliches, nur das Kabel. Aber ein Kabel für die Aufladung per Solar liegt nur bei, wenn man das im Bundle mit einer Solartasche kauft. Wir haben dann noch das mit Anderson-Stecker von Wattstunde, passend für deren Sunfolder Solartaschen. Und als letztes liegt da noch ein DC-DC-Kabel dabei, das man für Gleichstromverbraucher nutzen kann, aber das habe ich ehrlicherweise noch nie für irgendwas genutzt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr dafür irgendeine sinnvolle Verwendung gefunden habt. Und jetzt schauen wir uns die Power Station im Detail an. Auf der Vorderseite befindet sich der Ein- und Ausschalter, mit dem man die ganze Station oder auch nur den Bildschirm ein- oder ausschalten kann. Oben ein Display, auf dem man die vorhandene Kapazität, die Restlaufzeit, die Eingangs- und Ausgangsströme und solche Dinge ablesen kann. Dazu gleich noch mehr. Und dann gibt es auf der Vorderseite insgesamt 6 USB-Anschlüsse. 2 davon sind ganz normale USB-Anschlüsse mit bis zu 12 Watt. 2 unterstützen Fast Charging mit bis zu 18 Watt und 2 sind USB-C-Anschlüsse, die sogar bis zu 100 Watt
liefern können. Perfekt zum superschnellen Laden von Geräten oder auch für Laptops, wenn man, wie wir einen hat, der per USB-C aufgeladen werden kann. Auf der Rückseite befinden sich dann 4 230 Volt Steckdosen für alle Geräte mit Schuko oder Euro Stecker. Unten eine 12 Volt Zigarettenanzünderbuchse oder Bordspannungssteckdose, wie die offiziell, glaube ich, heißen. Daneben 2 DC-Anschlüsse, die ich, wie gesagt, noch nie für irgendwas genutzt habe, aber die bis zu 38 Watt liefern können. Und ganz oben hinter einer Klappe befinden sich die beiden Eingänge. Einerseits für den Kaltgerätestecker, also für die Ladung einer normalen Steckdose. Andererseits für das XC60-Kabel für die Ladung via Solar- oder Kfz-Buchse. Auf der Seite gibt es dann noch einen Anschluss, an dem man einen Zusatzakku anschließen kann. Die kann man bei Bedarf zusätzlich erwerben und dadurch die Kapazität verdoppeln oder sogar verdreifachen. Das sind dann reine Akkumodule, die über die Powerstation selbst gesteuert werden. Auf der anderen Seite gibt es keine weiteren Anschlüsse, nur die Lüfterauslasse. Auch dazu gleich noch ein paar zusätzliche Worte. Da die Powerstation mit 32% Ladung geliefert wurde, habe ich sie als allererstes mal komplett aufgeladen. Das geht wahnsinnig schnell. Ihr seht es, sie zeigt hier eine Eingangsleistung von 1200 Watt an. EcoFlow sagt, dass die Delta 2 von 0 auf 80% innerhalb von 50 Minuten aufgeladen werden kann und von 0 auf 100% innerhalb von 80 Minuten. Das habe ich hier jetzt nicht genau nachgemessen, aber ich hatte das beim Vorgänger, der Delta 1, wenn man so will, damals ganz genau getestet und die war sogar noch mal etwas schneller als im Datenblatt angegeben. Diese Stationen schaffen das also wirklich. Das finde ich immer noch überragend. Als Akkutechnologie kommt hier jetzt endlich ein Lithium-Eisenphosphat-Akku zum Einsatz. Da braucht man sich also wirklich überhaupt keine Gedanken mehr über die Anzahl der Ladezyklen zu machen. Angegeben ist er mit 3000 Zyklen. Bei der ursprünglichen Delta und auch bei der Delta Max wurden noch Lithium-Ionen bzw. NCM-Akkus verbaut. Die sind auch alles andere als schlecht, kein Vergleich zu den AGM-Batterien, die man ja immer noch in ganz, ganz vielen Wohnmobilen findet. Aber die waren, glaube ich, mit jeweils 800 Ladezyklen bis zu dieser 80% Kapazitätsgrenze ausgelegt. Hiermit kann man das ganze Thema Zyklenanzahl jetzt endgültig ad acta legen. 3000 Zyklen wird wohl kaum irgendjemand jemals erreichen. Apropos Kapazität, der Akku hier in der Delta 2 hat eine Kapazität von 1024 Wattstunden. Das ist zur groben Einordnung in etwa vergleichbar mit einer 85 Ampere-Stunden Lithium-Batterie oder von der nutzbaren Kapazität vergleichbar mit einer 170 Ampere AGM-Batterie. Denn AGM-Akkus sollte man ja in der Regel nur bis maximal 50% Entladetiefe entladen, damit die nicht kaputt gehen. Die 1024 Wattstunden, die hier draufstehen, kann man aber abgesehen von kleinen Umwandlungsverlusten komplett entnehmen, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Das ist also eine ordentliche Kapazität, die man hier bekommt. Aber die Delta 2 ist ja nicht nur eine Batterie oder ein Akku, hier steckt einiges mehr drin. Allen voran auch ein Wechselrichter, ein Solarladegerät, ein Landstromladegerät und ein Batteriemanagementsystem auch. Der Wechselrichter hier drin hat eine Leistung von 1800 Watt und damit kann er alle Geräte, die wir hier an Bord haben, ohne Probleme betreiben. Unsere Kaffeemaschine hat 1450 Watt, Tinas Föhn hat, glaube ich, 1200 Watt. So Kleingeräte wie unsere elektrischen Zahnbürsten, Rasierer und Co. Ja, sind da überhaupt nicht der Rede wert. Auch die E-Bike-Akku-Ladegeräte überhaupt nicht. Die verbrauchen gerade mal, ich glaube, 100 Watt pro Stück. Aber die haben eben auch einen 230 Volt Stecker und daher geht es ohne Wechselrichter einfach nicht. Zumindest wenn man die auch unterwegs mal abseits eines Campingplatzes aufladen will. Wir haben auch keine Geräte, die mehr als 1450 Watt verbrauchen. Deswegen konnten wir das Maximale nicht testen. Aber ich habe eine ganze Reihe an Tests gesehen und die Powerstation hat immer die Werte geliefert, die angegeben sind. In der Regel sogar etwas mehr. Beim Wechselrichter sogar teilweise über 2000 Watt Dauerleistung. Und das noch ohne diesen X-Boost-Modus, den es auch noch gibt, wo sie sogar bis zu 2400 Watt liefern kann. Da lohnt sich es eben, wenn man auf einen namenhaften, etablierten Hersteller wie EcoFlow setzt. Da
bekommt man, was draufsteht. Die anderen Ausgänge wie USB oder Kfz-Buchse sind, denke ich, selbsterklärend. Kommen wir daher zur Aufladung. Also wie kriegt man hier Strom wieder rein? Einerseits, wie schon erwähnt, über den Kaltgerätestecker, wenn man irgendwo eine normale Steckdose in Reichweite hat. Darüber lädt die Station, wie gezeigt, mit bis zu 1200 Watt. Also zu Hause oder auf dem Campingplatz einfach einstecken und zack, eine gute Stunde später ist das Teil schon wieder komplett voll. So wie bei unserem ersten Aufladen eben auch. Was wir allerdings sehr viel häufiger machen, ist die Ladung über eine Kfz-Steckdose hier im Camper, während der Fahrt oder auch im Stand. Die Ladung dabei geht deutlich langsamer, maximal 8 Ampere, also so 90, 100 Watt pro Stunde gehen dadurch rein. Für uns reicht das im Alltag aber vollkommen. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte, wenn ich zu unseren Erfahrungen berichte. Und die dritte Möglichkeit des Aufladens ist Solar. Man kann hier, wie gesagt, ein Solarmodul anschließen oder auch mehrere. Dazu braucht es keinen zusätzlichen Solarladeregler, denn hier ist bereits ein MPPT Solarladeregler mit eingebaut. Über Solar kann mit maximal 500 Watt geladen werden. Dabei ist wichtig, dass man sich nicht nur die Watt-Peak-Leistung seiner Module anschaut, sondern auch deren Voltzahl. Die Delta 2 nimmt Spannung zwischen 11 und 60 Volt auf. Das ist ein sehr breites Spektrum, was gut ist. Unser High Voltage Sunfolder hat zum Beispiel 200 Watt bei fast 40 Volt. Der funktioniert hervorragend. Genauso könnte man aber auch zweimal 200 Watt anschließen, wenn die Spannung insgesamt unter 60 Volt bleibt. Dann braucht man allerdings noch so ein Adapterkabel wie das hier von Wattstunde, denn die EcoFlow hat nur einen Eingang. Ein weiterer großer Vorteil der Delta 2 im Vergleich zur ersten Delta oder auch zur Delta Max ist meiner Meinung nach die App und vor allem die Tatsache, dass sie jetzt auch über Bluetooth funktioniert. Die Delta Max hatte auch schon eine App, aber die funktioniert ausschließlich über WLAN und der Verbindungsaufbau ist da immer so ein kleines bisschen langsam, haben wir festgestellt. Mit der Delta 2 musste ich gefühlt noch nie warten, die ist einfach immer direkt da. In der App kann man dann alle relevanten Parameter ablesen und einstellen. Man kann sich zum Beispiel die aktuelle Kapazität anzeigen lassen, die Ein- und Ausgangsströme ablesen und die Restlaufzeit bei den aktuellen Verbrauchern. Aber man kann auch ganz viele Sachen einstellen. Zum Beispiel, ob die Station piepen soll, wenn man irgendwelche Knöpfe drückt oder Einstellungen vornimmt. Man kann die maximale Ladeleistung über die unterschiedlichen Eingänge einstellen. Man kann einstellen, wann und ob sich das Gerät bei Nichtbenutzung ausschaltet. Man kann Firmware-Updates machen und das ist ein nicht ganz unwichtiger Punkt, denn als die Powerstation ausgeliefert wurde, also die ersten nach dem Release, hatten die noch eine, sagen wir, suboptimale Lüftersteuerung. Die Lüfter, die hier oben drin stecken und ja, um den Akku und alle Bauteile zu kühlen, sind immer direkt angesprungen, gefühlt egal, was man mit der Station gemacht hat, auch wenn der Akku nur 20 Grad hatte. Und ja, das ist natürlich super nervig. Was man will, ist, dass die Lüfter nur dann angehen, wenn sie auch wirklich benötigt werden. Dafür hat es in Richtung EcoFlow ein bisschen Kritik gehagelt und die haben dann ein paar Wochen später eine neue Firmware veröffentlicht. Deswegen ist es so gut und wichtig, dass man die über die App aktualisieren kann. Die Lüftersteuerung ist seitdem ja noch immer nicht optimal. Die gehen immer noch an, wenn man über den Kfz-Ausgang irgendeine Last ansteckt, egal wie viel Watt der zieht. Das ergibt nach wie vor keinen Sinn. Ich hoffe, dass sie auch das noch anpassen, aber alle anderen Situationen scheinen damit nun gefixt worden zu sein. Allen voran kann man jetzt auch ein leises Laden einstellen, wo die Lüfter beim Aufladen ja, ausbleiben und nur in wirklichen Temperaturspitzen kurzzeitig mal angehen. Also wie gesagt, super, dass es die App mit solchen Möglichkeiten gibt. Was man damit noch machen kann, man kann die jeweiligen Ausgänge ein- oder ausschalten, also zum Beispiel den Wechselrichter einschalten. Das kann man natürlich auch hier über die haptischen Knöpfe an der Powerstation selbst machen. Es geht aber eben auch über die App und das ist für uns bei der Delta Max schon immer eine der wichtigsten Funktionen gewesen, denn die steht bei uns ja unter der Sitzbank, wo man nicht mal eben so drankommt. Das heißt, bevor wir uns morgens einen Kaffee machen können, schalten wir den Wechselrichter per Klick auf die App ein und danach auch wieder
aus. Und man sollte den Wechselrichter auch ausschalten, wenn man ihn nicht benutzt, da Wechselrichter, und das betrifft alle Wechselrichter, nicht nur den in Powerstations, da die im Leerlauf Strom verbrauchen. Also wenn ihr nicht grundlos Strom verbraten wollt, schaltet eure Wechselrichter nach Benutzung aus. Auch die Station an sich verbraucht natürlich Strom, wenn sie angeschaltet ist, für so Sachen wie das Display, die Bluetooth-Verbindung und Co. Aber das sind nur so rund 50 Wattstunden pro Tag, haben wir festgestellt. Das ist bei einem normalen Campingtrip also weitestgehend vernachlässigbar. Und das ist, glaube ich, ein guter Übergang, um jetzt über unser Nutzungsverhalten und unsere Erfahrung mit der Delta 2 zu sprechen. Zuallererst der Hinweis: Ja, man kann so eine Powerstation komplett in die vorhandene Elektronik eines Campers integrieren, mit dann einer geringfügig höheren Ladeleistung, mit Netzvorrangschaltung, mit Nutzung der vorhandenen 230 Volt Steckdosenverteilung, mit allem drum und dran. Dazu gibt es auf YouTube auch einige Videos zu finden. Uns war das aber ehrlicherweise alles viel zu viel Aufwand. Wir wollten eine einfache Lösung haben, um 230 Volt Verbrauch autark betreiben zu können. Vor allem unsere Kaffeemaschine, das Laden unserer E-Bikes, auch mal ein Föhn und ja, andere Geräte, die wir eben nur über 230 Volt aufladen können, wie zum Beispiel Tinas Zahnbürste, mein Elektrorasierer und sowas. Außerdem wollten wir auch ein bisschen mehr Batteriekapazität haben, um diese zusätzlichen Geräte eben auch betreiben zu können und generell einfach ein bisschen mehr Puffer für Schlechtwettertage zu haben, wenn kein Strom über Solar oder eben über den Motor bzw. die Lichtmaschine reinkommt. Und genau dafür sind Powerstations unserer Meinung nach einfach perfekt geeignet. Einfach hinstellen und fertig. Zack, hat man mehr Strom und kann 230 Volt Geräte auch dann betreiben, wenn man keinen Landstromanschluss hat. Bei uns steht die Delta 2 jetzt ganz einfach unter dem Dinettentisch. Da passt sie perfekt hin und ist während der Fahrt auch zwischen den Kisten und dem Tischbein eingeklemmt, sodass sie nicht verrutschen kann. Ja, wir sollten sie eigentlich noch zusätzlich mit irgendwie einem Spanngurt oder irgendwie sowas sichern. Bei unserer Delta Max unter der Sitzbank haben wir das auch genau so gemacht. Die kann sich wirklich kein Millimeter bewegen. Das sollten wir hier bei der Delta 2 auch noch machen. Die Delta Max haben wir jetzt schon seit über einem Jahr dabei und nutzen sie wirklich jeden Tag, vor allem zum Kaffeekochen. Wir haben einfach alles an Kabeln, was wir theoretisch brauchen könnten, in die Station reingesteckt und dann über einen Kabelkanal bis hier unter diesen Tisch geführt. Wenn wir irgendeinen Verbraucher dann nutzen wollen, schalten wir den entsprechenden Ausgang einfach über die App ein und die Aufladung, die funktioniert parallel ganz einfach über den Zigarettenanzünder, wo sie ja eigentlich fast dauerhaft dran angeschlossen ist. Das funktioniert sehr, sehr entspannt. Bei uns bedient sie sich also im Grunde direkt aus der Aufbaubatterie und nur wenn die mal wirklich runtergeht, wenn wir also irgendwo mal länger stehen, wo das Wetter erwartbar schlecht ist, dann ziehe ich auch mal den Stecker. Dann nutzen wir beides einfach eben getrennt voneinander, damit wir nicht irgendwann zwar eine volle Powerstation haben, aber dafür eine leere Aufbaubatterie und dann ja keinen Strom mehr für Kühlschrank und Heizung. Selbst dann könnte ich die Aufbaubatterie ja theoretisch mit der Powerstation wieder aufladen, indem ich die als ja, so Landstromersatz draußen anschließe. Aber das ist bisher noch nie vorgekommen. Das war noch nie nötig. Bei der Delta 2 ist es jetzt ähnlich, nur dass wir da sehr viel besser drankommen. Die habe ich auf dem Campingplatz dann auch einfach schon mal fix rausgenommen und an der Steckdose wieder aufgeladen. Und die App nutze ich hier sehr, sehr viel weniger, da ich ja genauso gut an die haptischen Knöpfe drankomme. Es ist mehr noch eine Gewohnheitssache von der Delta Max, dass ich die App dafür überhaupt rausnehme. Die Delta 2 nutzen wir momentan tatsächlich nur als reinen Pufferspeicher für Schlechtwettertage, um dann einfach ein paar mehr Reserven zu haben. Sobald wir aber wieder mal zu Hause sind, fliegt die Delta Max bei uns raus. Die kriegt mein Vater für die Hütte im Garten oder wenn zu Hause mal wieder der Strom ausfällt. Wir werden dann nur noch die Delta 2 nutzen, denn die kann alles, was wir brauchen. Die kann alle Geräte betreiben, die wir nutzen wollen, inklusive Kaffeemaschine. Sie ist kleiner, sie ist leichter, sie hat Lithium-Eisenphosphat, Akkuzellen und damit gefühlt unendlich viele Zyklen. Sie hat eine bessere, verlässlichere Ansteuerung über die App. Dadurch, dass sie kleiner und handlicher ist, gibt sie uns dann auch ein bisschen mehr Stauraum für Schuhe und Co. unter der Sitzbank zurück, der uns gerade ein bisschen fehlt.
und die 1024 Wattstunden bzw. 85 Ampere Lithium Batteriekapazität, die sind für uns im Sommer auch definitiv ausreichend. Im Winter werden wir uns da vielleicht nochmal die große ausleihen, aber unser Stromverbrauch ist durch das ganze Videoschneiden und alles, was damit zusammenhängt, ja auch sicherlich ein ganzes Stück höher als der von den meisten. Der reguläre Verkaufspreis der Delta 2 liegt bei 1.199 €. Aus meiner Sicht ein absolut gerechtfertigter Preis, wenn man sich anschaut, was die verbauten Komponenten einzeln kosten würden. Ein umgerechnet 85 Ampere-Stunden Lithium-Akku, ein 1800 Watt Wechselrichter, ein Solarladeregler, ein Landstromladegerät und all diese Sachen. Da liegt man bei Bauteilen bekannter Hersteller aber ganz schnell deutlich über diesen Preis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier aus meiner Sicht also wirklich gut. Wenn ihr aber sogar noch etwas weniger zahlen wollt, empfehlen wir euch den Kauf bei Wattstunde Solarkontor. Und das hat vor allem zwei Gründe. Einerseits haben wir für deren Shop einen Rabattcode, mit dem ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bekommt. Also nicht nur auf die Delta 2 oder auf irgendeine andere Powerstation, sondern auch auf alle anderen Produkte rund um Solar- und Camper-Elektronik. Andererseits läuft diese Woche und nur diese Woche vom 20. bis zum 26. März die Wattstunde Power Week, bei der alle Artikel der Eigenmarke von Wattstunde 15% reduziert sind. Also zum Beispiel deren Solartaschen, die wir ja auch nutzen. Aber auch feste Solarmodule, Batterien, Laderegler, Wechselrichter und. Und das Beste ist, dass diese beiden Aktionen tatsächlich miteinander kombiniert werden können. Ihr könnt also bis zu 20% sparen. Mega gut. Für die zusätzlichen 5%, die eben nicht nur auf die Wattstunde Produkte, sondern für das gesamte Sortiment gelten, gebt einfach den Code OTTERPOWER ein oder klickt einfach auf den Link, den wir euch unten in die Videobeschreibung packen. Wenn die Wattstunde Power Week nächste Woche vorbei ist, könnt ihr über unseren ganzjährig laufenden Code aber auch weiterhin 5% auf das gesamte Sortiment von Wattstunde Solarkontor sparen. Der Code lautet dann wieder regulär OTTER5. Und damit würde ich sagen, frohes Shoppen, frohes Sonnetanken und vor allem viele tolle Reisen mit und ohne Wohnmobil. Ich hoffe, ich konnte euch die Delta 2 ein bisschen näher bringen und ihr könnt euch jetzt ein besseres Bild davon machen, ob so eine Powerstation genau das ist, was ihr braucht. Wir wollen unsere in jedem Fall nicht mehr hergeben, genauso wie unsere Solartasche, die wirklich regelmäßig bei uns im Einsatz ist. Beides gibt es übrigens sowohl in kleiner mit weniger Leistung als auch in größer mit mehr Leistung. Wir verlinken euch hier unter dem Video eine kleine Vergleichstabelle mit den wichtigsten Daten. Und wenn ihr selbst schon mal Erfahrungen mit EcoFlow oder den Solartaschen von Wattstunde gemacht habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, eure Geschichten zu hören. Wenn ihr zudem sehen wollt, wie unsere Reise hier durch Südspanien weitergeht, dann schaut gerne am Sonntag wieder rein, denn dann wird es ein neues Video von uns geben, wahrscheinlich hier aus der Gorafe-Wüste in Andalusien. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, freuen wir uns wie immer sehr über einen Daumen hoch und natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, unten über den Klick auf den Abonnieren-Button. Und damit jetzt endgültig tschüss und bis zum nächsten Mal.